Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Vorab, falls im Hintergrund komische Geräusche zu hören sind, da läuft gerade mein 3D-Drucker, also nicht wundern, dass vielleicht ein paar komische Geräusche da im Hintergrund unterwegs sind. Wir gucken uns heute die KISS Mexiko Platten an, die ich bekommen habe. Und ich würde sagen, nach dem Intro starten wir. Ja, ich habe durch meinen Kanal, durch meinen Instagram-Account einen tollen Kontakt knüpfen können und habe da jetzt Kontakt zu jemand, der in Mexiko unterwegs ist und ab und zu dann auch wieder nach Deutschland kommt, und das hat jetzt gerade genau gepasst, und der hat mir einige Mexiko-Pressungen mitgebracht. Grüße gehen hier also an dich raus, du weißt, wer du bist, und ja, ich weiß halt immer noch nicht, ob ich deinen Namen erwähnen darf, also Vornamen oder was auch immer. Das tut ja auch nichts zur Sache. Also du weißt, um wen es geht, und vielen, vielen Dank für das, was du mir alles besorgt hast. Es ist super schwierig, an Mexiko-Pressungen hier im Raum ranzukommen. Wenn, ist es sehr teuer oder verbunden mit sehr, sehr viel Shippingkosten. Und demnach bin ich umso glücklicher, dass ich einen riesen Teil kriegen konnte. Und das zu wirklich absolut fairen Kursen. Und vorab schon mal, ich weiß, es sind hier einige unterwegs, es sind viele, viele nette Leute, wo ich mich wirklich bedanke, dass ihr meine Videos guckt. Aber man hat leider bei so einem YouTube-Kanal auch immer irgendwelche Menschen, die einen Sachen nicht gönnen, die nicht verstehen, warum man was macht, und meinen, ihre Meinung anderen Menschen aufdrücken zu müssen. Dann bin ich kein Freund von. Da möchte ich nur mal vorab erwähnen, wenn ihr nicht versteht, was ich tue und warum ich es tue, ist das okay für mich. Ihr müsst es aber nicht in negativer Weise in den Kommentaren wiedergeben und dann noch beleidigend werden. Da gibt es bei mir eine ganz klare Regel. Erstens, ich stehe da drüber, weil es interessiert mich im Feuchten. Ich habe meine eigene Meinung. Ich stehe auf das, was ich tue. Ich teile das Hobby mit euch. Wenn ihr das cool findet, freut es mich umso mehr. Wenn ihr es nicht cool findet, ist das vielleicht nicht der richtige Kanal für euch. Das mal an alle diese, ich nenne sie mal Querulanten, die da draußen unterwegs sind und mit sich selber unzufrieden sind und dem Menschen das Positive im Leben nicht gönnen können. Bitte weiterziehen. Ihr müsst das hier nicht gucken. Ich zwinge euch da nicht zu. Also alle netten Menschen, die das geil finden, was ich mache, und die einfach Spaß am Vinyl haben, so wie ich, ihr dürft alle gerne bleiben, und ich freue mich über jeden Zuschauer, den ich habe. Musste mal gesagt werden, in letzter Zeit wird es nämlich leider mit zunehmender Abonnentenzahl auch ein bisschen mehr, dass solche Leute kommen. Kann man wohl leider nicht verhindern, die hat man überall. An diese Leute noch mal kurz gerichtet, dann bin ich auch gleich durch mit dem Thema. Wenn ihr beleidigend werdet, ich gebe euch immer 2, 3 Chancen. Wenn es dann nicht aufhört, werdet ihr auf dem Kanal ausgeblendet. Das heißt, ihr seid dann nicht mehr zu sehen. Für niemanden, außer für euch selbst. Also, wenn ihr dann plötzlich keine Resonanzen mehr erhaltet, könnte es daran liegen, dass kein Mensch euch mehr sehen kann. So, das war das Thema über diese Menschen. Jetzt gucken wir uns Mexiko-Vinyl an. Und zwar sind diese Platten natürlich vom Zustand oft sehr gebraucht. Sehr, sehr stark abgenutzt. Das hat man auch bei Venezuela-Pressungen, bei Korea-Pressungen und all sowas. Die sehen oft nicht schön aus. Und die in richtig guten Zuständen zu bekommen, ist auch fast unmöglich. Und demnach bin ich froh über jede, die ich bekomme. Ich zeige euch mal, was ich da meine. Die Kanten sind abgeschubbert. Es hat natürlich überall Abnutzung am Cover und all solche Geschichten. Und ihr seht es schon, es sind halt einfach wirklich mexikanische Titel drauf. Und das ist halt auch auf den Labels, weil zur späteren Zeit nachher kamen auch Platten, wo das nicht mehr der Fall war, dass dann, manche sind halt vom Vinyl her nicht ganz so schön, die muss ich noch waschen, dass dann später die Titel auf den Covern in Englisch waren. Aber die Labels auf den Vinylscheiben sind immer noch im mexikanischen Titeln dann. Manche sind vom Vinyl hier nicht ganz so schön, aber wie gesagt, ich habe wirklich so faire Preise gezahlt. Oftmals sind das auch sehr dicke Pappen, ähnlich wie in Japan, und die reißen gerne oben öfters ein. Das ist leider auch ein großes Problem. Trotzdem nochmal gesagt,
versucht mal in Deutschland zu vernünftigen Preisen daran zu kommen. Es ist fast unmöglich. Also hier Debütalbum. Dann machen wir weiter. Irgendwie alles hier von Jorge Perez, wie auch immer er heißt. Ja, da seht ihr das Alive-Album. Innen drin ein Unterschied schon mal, weil wir haben hier das bedruckte Innenleben von Alive 2. Finde ich mega cool. Und das Ganze hinten drauf natürlich wieder mit mexikanischer Betitelung. Innen drin kommt das Ganze mit weißen Hüllen. Auch hier leider Cover oben wieder eingerissen. Aber die Scheiben sehen hier ganz ordentlich aus. Und auch da seht ihr dann nochmal die Titel, die halt mexikanisch drauf sind. Sehr, sehr nice. Ich bin da wirklich sehr angetan von diesen Fassungen, dass die auch wirklich so kurios sind. Hier mit dem Alive 2 Bild in der Mitte drin. Das ist schon wirklich stark. Ja, ihr seht es hier oben, klappt es leider komplett auseinander. Was soll man machen? Wenn ihr sowas in richtig geilen Zuständen haben wollt, müsst ihr lange suchen und tief in die Tasche greifen. Ja, ihr seht es, wieder von der Person da oben. Hier leider an der Seite sehr, sehr stark mitgenommen. Da seht ihr es nicht mehr ganz so schön. Das Ganze innen drin dann mit demselben Bild. Und hier kommt dann eine Scheibe Kiss Alive 2, alle mit den Casablanca Labels, und die andere steckt hier hinten drin. Und wir gucken natürlich auch nochmal, wie das Ganze von hinten aussieht. Auch da haben wir nämlich, da haben wir amerikanische Titel tatsächlich, also englische Titel. Und hier wurde nicht in mexikanisch übersetzt. Trotzdem sehr cool. Auch hier oben der Unterschied an dieser Ecke, das ist auch nur, glaube ich, bei diesem Pressung drauf. Dann geht es weiter und zwar mit Paul Stanley. Da habe ich dann auch die mexikanische, es sind alles mexikanische, auch hier leider das Cover hart mitgenommen. Hinten drauf in weiß, auch mit den englischen Titeln, aber die mexikanischen sind unten drunter geschrieben. Das ist dann auch hier der Unterschied. Und ihr seht auch hier unten immer El Disco Escultura. Da stehen auch immer so verschiedene Sachen drauf. Und das Ganze kommt dann hier, Vinyl, alles schwarz, außer eine Ausnahme nachher. Wer gestern mein Short gesehen hat, weiß, was da noch kommen wird. Ein Teil, was ich nämlich schon sehr, 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 sehr lange suche. Ja, hier dann Peter Criss mit auch wieder dem Aufkleber drauf. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht mit einem Sticker-Entferner abbekomme. Hinten drauf auch wieder in weiß. Ich hole sie jetzt nicht raus. Label ist wieder identisch, Casablanca Label mit mexikanischen Titeln. Das Ganze sieht so aus. Zustand auch, fragwürdig, aber trotzdem gut. So, dann kommen wir zu Unmasked. Da ist natürlich vorne alles in Englisch drauf. Da hätte ich mich auch gefreut, wenn das wirklich in Mexikanisch gewesen wäre. Hier hinten aber die Titel in Mexikanisch und dann aber wieder Englisch untertitelt. Das auch sehr nett. Und das Ganze kommt im schwarzen Vinyl daher. Und auch da die mexikanischen und englischen Titel auf den Labels. Ja, die habe ich dann nochmal mitbringen lassen. Das Ganze dann in einem nicht ganz so schönen Zustand. Ist eine identische Pressung. Ich war mir nicht sicher, deswegen dachte ich mir, bring mal lieber mit. Nicht, dass es nachher vielleicht doch ein Unterschied ist und ich ärgere mich dann. Auch da drin ist ein bisschen das Teil beschriftet. Schon sehr lustig. Ihr seht, die Platten wurden wirklich in Mexiko rauf und runter genudelt und stark mitgearbeitet, weil man sieht selten solche Zustände in Deutschland. Ich werde jetzt das Highlight schon vorwegnehmen. Der ein oder andere kann es sich denken, ich suche diese Platte wirklich seit langer, langer Zeit. Sie ist oft nicht unter 350 zu kriegen. Der Zustand des Covers ist ganz schön, obwohl das Cover eingerissen ist, aber was da drin ist, ist natürlich das Highlight schlechthin. Da ist noch eine Kunststofffolie drum, nicht wundern. Es ist die mexikanische Unmasked Splatter Variante und da bin ich mega, mega froh, die endlich zu besitzen. Super schönes Teil, auch immer ein Markenzeichen, dieses verdruckt schiefe Label auf der einen Seite, auf der A-Seite, und auf der B-Seite ist es dann meist gerade gedruckt.
Ja, ein absolutes Highlight. Ich liebe die Unmasked und das ist ein Puzzlestück, was mir noch fehlte. Diese Splatter-Vinyl-Variante. Ich bin sehr, sehr froh, die endlich zu haben. Die war ein bisschen teurer. Da habe ich dann auch keine 350 für gezahlt, aber ich habe Gott sei Dank auch nicht die Preise gezahlt, die da oft für verlangt werden. Da ist es wirklich schwer dran zu kommen und ich bin super, super froh, dass ich die in meine Sammlung packen kann und endlich besitze. Ja, kommen wir zu einem weiteren Highlight und das ist die KISS 30 Años de Música Rock Salvat. Das ist diese Best-of oder eher Rock'n'Roll-Over-Variante aus einem Magazin. Ich hole das jetzt nicht raus. Ich besitze die schon. Meine ist aber, glaube ich, nicht so in super Zustand. Deswegen habe ich die nochmal genommen, weil die ist hier noch in der Originalfolie drin. Ich werde die da auch nicht rausholen. Das Ding wirklich gut. Was mir hier jetzt noch fehlt, was ich händeringend suche, ist das Magazin dazu. Es gibt ein Magazin, was dazu gehört. Es ist ähnlich wie hier De Agostini. Man hat halt so ein Magazin und dazu gab es eine Platte. Das Ding suche ich händeringend, damit ich es komplettieren kann. Also, falls irgendjemand jemanden kennt, der das Magazin hat, ich suche es und brauche es. Ja, kommen wir zu einem Klassiker, der natürlich nicht fehlen darf, und zwar ist das KISS Dynasty. Das ganze Ding hier hinten seht ihr es auch schon wieder mit englischen Titeln, aber die mexikanischen unten drunter. Auch hier das Cover leider schon ein bisschen gelitten und wieder eingerissen. Aber da seht ihr auch hier sind die Titel. Ja, da seht ihr es, das Ganze auch wieder mit mexikanischen Titeln drauf. Ja, Dynasty muss sein, Pflichtalbum. Und jetzt kommen wir zu Lick It Up. Die ist leider wirklich sehr, sehr, sehr abgeranzt mit Tesa an der Seite, aber mit diesem pinken Logo, davon habe ich schon eine Variante, diese komische argentinische, glaube ich, ist das, wo hinten dann irgendwie Tomalo oder sowas draufsteht. Und das Ganze hier kommt dann auch natürlich wieder da mit den Titeln in mexikanisch, Casablanca Label. Sehr, sehr dünnes Cover, demnach auch noch nicht richtig eingerissen. Also das ist nicht ganz so hart wie die anderen und hat dadurch länger durchgehalten. Jo, dann darf natürlich auch mein Kultalbum nicht fehlen, und zwar Destroyer, mein wohl mit Lieblings-KISS-Album mit der Unmasked. Auch das natürlich mit den Titeln in mexikanisch, da oben könnt ihr es sehen. Da haben wir Detroit, Ciudad del Rock und Rey del Mundo Nocturno ist King of the Nighttime World. Schon sehr lustig. Und da haben wir natürlich auch die Scheibe wieder mit Casablanca Label und den mexikanischen Titeln drauf. Aber das war's noch nicht. Es kommt noch mehr. Und zwar habe ich noch KISS Dressed to Kill. Da haben wir hinten auch wieder mexikanische Titel. Ansonsten, ja, kleine minimale Änderungen unten immer bei den Texten. Und wir gucken auch da mal rein. Ihr seht, da hängt eine riesen Plastikhülle raus. Das muss ich alles nochmal eintauschen und durch richtige Anti-Statik-Hüllen ersetzen. Auch da habt ihr die mexikanischen Titel auf dem Label. Die sieht noch relativ gut aus, dafür, dass die Dress to Kill immer gut mitgenommen ist eigentlich. Auch hinten ist sie noch wirklich schön im Zustand. Die ist echt noch ganz gut dabei. Auch die Destroyer war ganz ordentlich. Allgemein, die Alben, die jetzt kommen, sehen noch alle recht gut aus. Hier haben wir nämlich Crazy Nights. Und da geht es jetzt schon los. Hinten drauf keine mexikanischen Titel mehr. Das hört jetzt langsam auf. Und innen drin haben wir dann die Platte und das Ganze aber wieder mit mexikanischen Titeln. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich muss die alle noch waschen. Die sind alle noch super, super schmutzig. Aber da seht ihr es, mexikanische Titel auf der Vinylscheibe drauf. Nur hier wurde halt dann hinten das nicht mehr gemacht. Ja, warum auch immer das dann irgendwann geändert wurde. Vielleicht war es einfacher, kostengünstiger, kein eigenes Cover mehr herzustellen. Ich hasse diese Kunststoffinnenhüllen wie die Pest, weil man kriegt es immer nicht reingeschoben. Ah, hier ist noch was, Mensch, fast vergessen. Da drin ist noch ein Einleger. Man hat kein Inner Sleeve, sondern man hat das Teil hier als Einleger. Und da sind dann auch die englischen Titel drauf. Auch sehr nett gemacht. Also das Ding mit dabei und auch im guten Zustand. Ist auch die Frage, wie häufig man das bei den mexikanischen Pressungen mitbekommt, dass diese Einleger drin sind. Könnte auch eine Seltenheit sein.
Und dann geht es noch weiter mit Animalize. Da habe ich auch schon so einige verrückte Pressungen, was das Album angeht. Hier kommt schon rausgeflogen auch das Inner Sleeve, ein bisschen mitgenommen. Nicht mehr ganz so schön vom Zustand, aber ja, für kleines Geld nimmt man auch die, bevor man sie gar nicht hat. Hier ist sie beschriftet, wieder die Titel in Mexikanisch, also alles wie gehabt, wie bei den anderen. Auch hier mit Einleger, sehr, sehr schön, auch wenn er geknickt und mit Kaffee überkippt wurde oder was auch immer das war, ist er mit dabei und das ist die Hauptsache. So, kommen wir langsam fast zum Ende. Hier natürlich noch Asylum, das Ganze auch hinten normal, nichts mit mexikanischen Titeln, aber innen drin haben wir den Einleger. Der sieht auch ein bisschen wild aus, als wenn ein Papagei den beknabbert hat. Sehr, sehr braun das Ganze schon. Aber auch da seht ihr, ist alles mit dabei. Und natürlich wahrscheinlich mexikanische Titel auf der Platte. Jo, definitiv das Ganze auch da wieder in mexikanisch beschriftet. Ja, kommen wir zum Finale und das ist natürlich dann noch Creatures of the Night und ihr seht es immer oben in den Ecken sind diese Dinger hier mit drauf. Hinten auch englische Titel, aber da auch wieder El Disco es Cultura, das ist da irgendwie immer mit drauf. Da ist kein Einleger mit drin leider, aber wir haben natürlich hier die Scheibe und da seht ihr auch wieder die Titel in mexikanisch. Das Ganze ja, ist auf jeden Fall bei allen durchgehend, dass man da die Titel in mexikanisch auf den Labels hat. Ja, die Creatures gar nicht so leicht zu bekommen. Relativ teures Unterfangen, wenn man das hier rüber haben möchte. Ich hoffe, dass ich da bald irgendwann in ferner Zukunft euch noch mehr präsentieren kann und ich auch noch die letzten fehlenden Alben bekommen, die es dann in mexikanischer Pressung gibt. Ich hoffe, das jetzt wirklich irgendwie komplettieren zu können, besonders, dass ich die Zeitschrift noch bekomme. Und ja, das war mein Mexiko-Haul. Nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du mir das besorgt hast. Das ist wirklich der absolute Hammer. Ich bin super glücklich. Über die Zustände braucht man hier nicht reden. Es ist, glaube ich, jedem, der sich da ein bisschen auskennt, klar, dass das schwierig ist, in richtig guten Zustand zu kriegen und wenn nur mit sehr viel Geduld, aber so ein Batzen auf einmal zu bekommen, ist wirklich für mich absoluter Jackpot. Also ein Knaller in meiner Sammlung, endlich wieder neue Pressungen von einem anderen Land, was momentan ja auch so ein bisschen mein Fokus ist, da ich ja nun viele Sachen schon habe, wirklich diese besonderen Pressungen zu bekommen. Und die findet man halt nur im Ausland. Deswegen auch Korea-Pressung und sowas, auch wenn viele da den Kopf schütteln. Ich finde das einfach geil. Das macht Spaß, sowas zu jagen und zu sammeln. Und ich habe da einfach ein mega Fun dran. Und da nochmal an alle, die es nicht verstehen, kümmert euch doch dann nicht drum. Ich sammle es sowieso, egal was ihr sagt. Also demnach, jeder soll das machen, woran er Spaß hat. Ich habe da Spaß dran. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dran, dazu zu gucken. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo würde mich mega freuen. Und damit bin ich für heute raus. Zum Wochenende kommen ein bisschen weniger Videos, auch keine Shorts wahrscheinlich, weil ich unterwegs bin. Das heißt, wahrscheinlich ab nächste Woche wird es dann wieder ein bisschen mehr. Dann zeige ich euch auch die Box. Dann geht es gewohnt weiter. Also wenn es ein bisschen ruhiger jetzt wird, nicht wundern. Ich bin auch da. Ich bin halt einfach unterwegs und habe keine Zeit. Also das kommt auch mal vor in meinem Leben. So, jetzt bin ich weg. Keep on rockin'. Tschüss.